So, guten Morgen. Heute möchte ich mal eine Testtour unternehmen. Dazu werde ich jetzt auch noch die Packtasche irgendwie fiktiv mal füllen und einfach mal schauen, ob ich damit heute in den Reisemodus komme. So, jetzt wird mal alles vorbereitet. Also die Taschen sind gepackt. Ersatzteile, Luftpumpe, Regenkombi, Verbandszeug. Das ist schon fertig. Da ist alles Wichtige drin im Tackrucksack. Geldbeutel, Handy, Powerbank, Papiere. Jo, die Insta360 noch verpackt. Hier habe ich das Carperite-System, damit kopple ich sozusagen mein Handy für die Navigation. Fernbedienung GoPro, die können wir mal einschalten. Dann können wir gleich mal schauen, ob sie funktioniert. Gut, hier Öltemperatur. Das ist also jetzt hier meine Tasche, die kommt da oben noch drauf. Die ist jetzt einfach nur mal fiktiv gepackt. Ich packe da einfach nur mal ein bisschen was rein. Da werde ich Klamotten, Medizin, Ladegeräte, Essen, Trinken, Schlafsack, kommt dann damit rein. Benzinhahn. Wie Anfang schon erwähnt, ist es heute eine Testtour gewesen. Ich war mir tatsächlich am Anfang noch nicht so wirklich sicher, ob ich mit dem Motorrad auch den größeren Ausflug, der jetzt demnächst bevorsteht, auch bewerkstelligen möchte. Der Hintergrund ist, ich habe das Motorrad jetzt gute 2 Jahre und ich hatte ja schon einen Motorschaden damit. Das könnt ihr auch in den anderen Videos ja nachvollziehen. Und ich war da eben noch nicht so ganz sicher, ob ich das Vertrauen auch in die Maschine habe. Und heute war es einfach mal soweit. Ich habe jetzt gesagt, also heute möchte ich es einfach mal wissen. Ich fahre in die Berge, ich fahre Autobahn, ich fahre Landstraße, ich fahre Offroad. Und wenn sich das heute ohne irgendwelche Probleme darstellt, dann nehme ich das Bike und dann geht es auch mit dem Bike auf Reisen. Super. Ja, so ein paar Eckdaten hier zum Wetter. Wir haben jetzt den 28. März. Wetter ist schön, wie man hier sieht. Heute Abend ist wieder Schneefall angesagt. Die Temperaturen liegen hier so zwischen 0 und 3 Grad plus. Mit den entsprechenden Klamotten überhaupt kein Thema. Maschine fährt super, also bis jetzt überhaupt kein Thema. Ja, ich verlasse diese Höhenlage, es geht wieder runter ins Tal und es wird sofort auch Frühling, wobei die Temperaturen genauso kühl sind wie oben. Ja, der Motor zieht gut durch, Drehmoment ist vorhanden und für diese Strecken ist es genau optimal. Die Optik der Kamera schaut jetzt zwar ein bisschen schnell aus, aber für diese Strecken ist man hier gut mit 60 bis 80 km/h unterwegs und das ist sehr angenehm. Und wer mich kennt, der weiß, es muss auch wieder ein bisschen Eisenbahn dabei sein. Hier steht eine Kleinlokomotive, eine sogenannte Köff, als Denkmal. Und hier noch eine Informationstafel zur Bahn
hier in der Nähe vom Sachsenrieder Forst. Gleisabbau in den 70er Jahren. Ui, der schaut nach Abschied aus. Ich bitte die verschwommene Optik hier zu entschuldigen. Die Stabilisierung meiner GoPro war wie so auch immer nicht aktiv. Dennoch fand ich es spannend, die Greifvögel hier zu beobachten. Ja, trotz der kühlen Temperaturen ein herrlicher Tag. Das Moped läuft ohne Probleme. Ach übrigens, ich habe an diesem Tag lediglich 2 Motorradfahrer außer mir gesehen. Ja, hier konnte ich etwas Offroad fahren. Das ist eine Ortsverbindung und damit ist es auch legal erlaubt, diese Straße zu benutzen. Tempo ungefähr 60 bis 70 km/h sind schon mal möglich. Diese Disziplin meistert die Tenere ohne große Probleme. Naja, hier merkt man halt gerade das leichte Gewicht und das zeichnet sich halt auch bei unbefestigten Straßen absolut aus. Ja, ein paar Kilometer nach dem Schotterweg geht es jetzt nun auf die Autobahn. Ich war bis dato mit der Maschine tatsächlich noch nie auf der Autobahn, da ja nach dem Motorschaden Kolben und Zylinder gewechselt werden mussten und die mussten auch erst eingefahren werden. Jetzt sind die Bedingungen optimal, das Öl ist heiß, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, der Verkehr ist niedrig, also los. Die Maschine hat auch Kühlung, zusätzliche Kühlung erhalten, könnt ihr aber auch in meinen anderen Videos sehen. So, hier bin ich ungefähr Tempo, ich weiß es nicht, 120, 130 unterwegs. Die Maschine nimmt das super, ist keine allzu hohen Vibrationen. Also man kann durchaus, denke ich mal, in diesen Geschwindigkeitsbereichen auch mit der Tenere schön auf der Autobahn mithalten. So, wo warst du denn heute überhaupt? Ja, das war jetzt heute eine Testfahrt. Ich wollte einfach mal wissen, für die Reise, wie fühlt es sich an? Ich habe ja schon mal pro forma das Gepäck mit drauf. Ich war in die Berge, ich war im Schnee, ich war auf der Autobahn, ich war Offroad, ich war auf der Landstraße, beim Metzger, nett unterhalten. Also alles dabei. Gab es irgendwelche Probleme, die dir aufgefallen sind? Ja, ich musste tanken. Gab es sonst irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind? Nö, läuft gut, macht Spaß. Kann man durchaus vorstellen, dass das auch das Reisemotorrad ist, wo ich jetzt dann demnächst gut mit klarkommen werde. Also bist du zuversichtlich, dass alles gut gehen wird? Yes. Alles klar, vielen Dank. Also ich möchte jetzt bei der Maschine einen Ölstand kontrollieren. Ist ein bisschen schwierig, weil das genau dahinter ist. Erstens mal dahinter, es gibt kein Schauglas. Zweitens mal muss sie heiß sein. Drittens mal muss sie gerade stehen und ohne Hauptständer geht es halt nur, wenn man sie an die, zum Beispiel wie hier jetzt, an die Hauswand lehnt. So, Deckel weg. Und hier ist der Öltank und das ist der Messstab und der geht natürlich auch nicht leicht raus. So, da seht ihr hier dieses Geriffelte und irgendwo da muss sich das Öl befinden. Nicht reinschrauben, einfach nur. Ah, perfekt. Volle Kanne. Super. Auch das Batteriemonitoring lässt keine Wünsche offen. Die Batterie wird geladen und ist in einem guten Zustand. Also, Test erfolgreich bestanden. Ich werde mit dieser Maschine also fahren. Wie das Ganze aussieht, wo es hingeht und was da passiert, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.